Willkommen zu einem neuen Quick DIY. Das sind einfache Nähanleitungen für NähanfängerInnen, für Stoffreste oder auch für kleine Geschenkideen. In diesem Video nähen wir zusammen diese Handytasche zum Umhängen. Das Schnittmuster dazu ist kostenlos. Das kannst du dir gratis auf meinem Blog herunterladen. Den Link dazu findest du in der Infobox. Die Handyhülle ist super praktisch, einfach und schnell zu nähen und ein richtig schönes Nähprojekt für Stoffreste. Und dann lass uns gleich starten. Diese Materialien brauchst du, um dir die Handyhülle zu nähen. Du brauchst einen schönen Stoff, der dir gefällt. Nimm am besten feste Stoffe, zum Beispiel so einen Teddystoff, der ist besonders schön im Winter, Kordstoffe oder feste Baumwolle. Und dann noch ein Futterstoff, der kann ein bisschen leichter sein. Hier zum Beispiel so ein leichter Baumwollstoff oder auch Leinen, was auch immer du da noch an Stoffresten hast. Dann brauchst du ein passendes Garn zu deinen Stoffen und ein paar Stoffklammern oder auch Stoffnadeln. Und dann brauchst du eine Kordel, um dir die Handytasche dann später umhängen zu können. Lad dir das Schnittmuster herunter und druck es an deinem Drucker zu Hause aus und dann kannst du das an den Pfeilen zusammenkleben. Jetzt musst du noch schauen, welche Größe für dein Handy passt. Leg dafür dein Handy auf das Schnittmuster und dann kannst du direkt sehen, welche Größe da am besten passt. Ich werde jetzt hier die große Größe nähen. Schneid jetzt die einzelnen Schnittteile gemäß des Schnittmusters zu. Die kleine aufgesetzte Tasche ist komplett optional. Die kannst du entweder aufs Futter oder auf den Hauptstoff, also von außen aufnähen. Und ganz wichtig, bevor du mit dem Nähen beginnst, übernimm hier die kleinen Markierungen, denn die sind später wichtig, um die Laschen richtig zu positionieren. Dieses Video ist in Zusammenarbeit mit Janome entstanden. Ich nähe schon seit Jahren mit meiner Janome Nähmaschine. Ist einfach eine super Stichqualität, einfache Handhabung, eine massive Verarbeitung ist mir auch immer wichtig und das zu einem richtig guten Preis-Leistungs-Verhältnis. In diesem Video nähe ich mit der Janome DC7100. Ich kann die Geschwindigkeit anpassen, das Garn automatisch abschneiden und die Nadelposition individuell anpassen. Das ist auch immer ganz wichtig für ein sauberes Nähergebnis, beziehungsweise erleichtert das Nähen einfach enorm. Außerdem habe ich eine richtig schöne Stichauswahl für jedes Nähprojekt, für jeden Stoff. Aber das Beste an der Nähmaschine, sie wächst mit dir und deinen Nähkenntnissen vor allem als Nähanfänger ein. Dann lass uns mit der Nähanleitung starten und zwar optional mit der aufgesetzten Tasche, die bereiten wir jetzt vor. Ich habe die offenen Kanten erstmal ringsherum mit einem Zickzackstich versäubert. Falte die obere Kante rechts aufeinander, gemäß der Nahtzugabe im Schnittmuster und nähe die kurzen Seiten mit einem Geradstich ab. Wende das Schnittteil jetzt auf rechts und dann kannst du die restliche Nahtzugabe ebenfalls umbügeln. Steppe jetzt die obere Kante mit einem Geradstich ab und dann ist deine Tasche auch schon fertig, um sie auf das Schnittteil aufzusteppen. Wie gesagt, du kannst sie auf den Hauptstoff steppen oder auch auf das Futter. Empfehlen würde ich allerdings, die Tasche auf den Hauptstoff zu steppen. Damit ich die Tasche jetzt richtig schön knappkantig aufnähen kann, verschiebe ich meine Nadel manuell so, dass ich wirklich ganz knappkantig einstechen kann. Leg jetzt das Futter und den Hauptstoff rechts aufeinander und schließe die obere kurze Kante. Ich nutze dafür einen Geradstich an meiner Nähmaschine und die Nadel ist auf einer mittleren Position. Das hier ist jetzt auch gar kein easy Stoff, der Teddystoff, aber das schafft die Nähmaschine hier echt richtig gut und das zeige ich euch jetzt. 1, 2, 3 und nach vorne. Und die Funktion hier ist super praktisch, die schneidet nämlich den Faden einfach direkt ab. Richtig gut. Und das machen wir jetzt auch noch auf der anderen Seite. Also auch hier die Seite rechts aufeinander. Und der nächste Schritt ist optional. Damit das hier so ein bisschen dünner wird, werde ich jetzt die Nahtzugabe am Futterstoff feststeppen. Also ich nähe jetzt hier ganz knappkantig entlang und steppe damit die Nahtzugabe am Futter fest. Und um sicherzustellen, dass ich jetzt wirklich knappkantig nähe, verschiebe ich jetzt leicht nach links. Hier kannst du wieder mit dem manuellen Rädchen schauen, wo es einsticht. Das sieht jetzt gut aus und so nähe ich jetzt. Als nächstes bereiten wir die Schlaufen vor für die Kordel. Dafür die langen Seiten einfach einmal einschlagen und das dann nochmal aufeinander schlagen, kurz abbügeln und mit einem Geradstich abnähen. Also super easy und schnell. Ganz wichtig ist hier, dass du die Schlaufen nochmal je nach Kordel, die du verwenden möchtest, etwas anpassen musst. Es kann sein, dass die zu lang sind. Wenn du eine dünne Kordel nutzt, dann schneid die Schlaufen einfach ein bisschen kürzer. Und das hier nähe ich jetzt schon mal mit einer kleinen Hilfsnaht an, aber nur innerhalb der Nahtzugabe. Also hier mit 0,5 cm Nahtzugabe. Und so sieht das jetzt aus. Wende die Handytasche jetzt auf links
und leg jetzt das Futter und den Hauptstoff jeweils rechts auf rechts aufeinander. Achte darauf, dass sich die Stoffe hier genau treffen in der Mitte und dass die Schlaufen nach innen zeigen. Das stecke ich mir jetzt mit ein paar Klammern fest. Schließ jetzt die offenen Kanten mit einem Geradstich und 1 cm Nahtzugabe. Achte darauf, dass du im Futter eine Wendeöffnung lässt. Wenn du auch mit so einem dickeren Teddystoff nähst, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, am Futter anzufangen, weil wenn du beim Teddystoff anfängst, der kann sich dann manchmal verziehen und dann verzieht sich das auch hier an der Naht. Also entweder fängst du hier im Futterstoff an oder du fängst hier in der Mitte an, nähst dann einmal hier runter und dann einmal hier runter. Das ist eigentlich die sicherste Variante. Und ich nähe wieder mit 1 cm Nahtzugabe. Jetzt kannst du die Handytasche durch die Wendeöffnung einmal komplett nach außen stülpen. Schließ die Wendeöffnung jetzt ganz knappkantig mit einem Geradstich. Und Achtung, wenn du die Tasche auf dem Vorderstoff aufgenäht hast, dann musst du die auch noch wenden. Das kann vielleicht auf den ersten Blick etwas verwirrend aussehen. Stülpe jetzt das Futter in die Tasche. Und Achtung, das Futter ist ja ein bisschen kürzer, das heißt, die Tasche sollte etwas weiter umliegen nach innen. Jetzt nur noch eine Kordel anbringen, so wie ich das hier gemacht habe. Aber das ist komplett Geschmackssache. Du kannst eine Kordel nutzen, du kannst Ketten nutzen, was auch immer dir da einfällt. Dabei wünsche ich dir viel Spaß und hoffe, dass dir das Ergebnis gefällt. Falls ja, freue ich mich, wenn du das Video likest oder sogar den Kanal abonnierst, um kein neues Video mehr zu verpassen. Ich hoffe, wir sehen uns sehr bald zu einem neuen Video.